Frage Nummer 13. Im Parlament steht der Begriff Opposition für die regierenden Parteien, alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören, die Fraktion mit den meisten Abgeordneten, alle Parteien, die bei der letzten Wahl die 5%-Hürde erreichen könnten. Die Antwort ist, alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei, den Regierungsparteien gehören. Frage Nummer 14. Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf, meine Meinung in Leserbriefen äußern kann, Nazi-Symbole tragen darf, meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. Die Lösung ist, meine Meinung in Leserbriefe äußern kann. Frage Nummer 15. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Militärdienst, Zwangsarbeit, freie Berufswahl, Arbeit im Ausland. Die Lösung ist Zwangsarbeit. Frage Nummer 16. Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen, bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung, bei Diskussion über Religion, bei Kritik am Staat. Die Lösung ist, bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. Frage Nummer 17. Die deutschen Gesetze verbieten Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, Petitionen der Bürger und Bürgerinnen, Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen, Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Die Lösung ist Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Frage Nummer 18. Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert? Die Unantastbarkeit der Menschenwürde, das Recht auf Leben, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Die Lösung ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde.